Leute, es ist passiert. Bei Familie Gottschalk hat sich ein Meterhopper eingefunden. Weißt du was? Kannst mich mal. Das hat alles seine Gründe. Und ich werde dir gleich erzählen, warum. Hallo, da sind wir wieder. Dachchen, wie ist die Lage? Ja, soweit alles gut. Sommerloch kickt ein bisschen rein. Nicht viel los. Jo. Wird Zeit, dass wir mal wieder quatschen, ne? Ja, es hat sich jetzt ja auch trotz Sommerloch ein bisschen was getan in der Warhammer-Welt. Ein paar neue Sachen wurden announced, ein paar Regeländerungen hat es gegeben. Und ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, ja, weil wie oft hatten wir das Gespräch, Dennis, hör auf mit Grey Knights. Such dir jetzt mal endlich eine andere Armee. Nein, die Grey Knights, das ist mein Ding. Aber jetzt ist tatsächlich passiert, Dennis hat noch nicht offiziell, aber hat eine neue Liebe gefunden. Ja, gut. Naja, also ganz ehrlich, Grey Knights ist und bleibt meine Liebe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, guck dir das an, das ist Katastrophe. Ich glaube, die Grey Knights kämpfen gerade mit Imperial Agents um die letzten Plätze. Nee, aber das Sommerloch, das schafft ja auch immer Möglichkeiten. Von daher würde ich sagen, lass uns doch da direkt einfach mal einsteigen. Was heißt überhaupt Sommerloch jetzt gerade bei uns? Finden keine Turniere mehr statt oder was ist Sache? Von daher, was heißt Sommerloch, Nils? Ja, also Sommerloch für mich bedeutet, dass ich jetzt seit über einem Monat auf keinem Turnier mehr war und das so ein bisschen gerade so ein Durchhänger war, beziehungsweise ist. So, ich freue mich jetzt mittlerweile wieder auf das nächste Turnier, was kommt, aber das war jetzt schon so eine Zeit, wo auch so ein bisschen die Lust auf Warhammer runtergegangen ist, nachdem man so viele Turniere gespielt hat. Ähm, und da ist so ein bisschen so dieses, wann findet man den Punkt, wieder da Gas zu geben? Ne, das hat mich jetzt so die letzten 1,5, 2 Wochen gut beschäftigt. Ja, ja, kann gut sein. Also man merkt es ja auch irgendwie so, dass vielleicht auch vielen anderen das so gerade geht. Wenn du jetzt mal anguckst, wie die Turniere momentan ausgelastet sind. Also es ist jetzt nicht so, dass keine Turniere mehr stattfinden. Ne? Es finden schon noch Turniere statt. Aber so, ich sag mal, die großen, die ja für uns jetzt auch interessant sind, was so Richtung Major oder sowas geht, ja, das wären ja alles keine Majors. Ne? Also ich sag mal, das Salzburg Major war ein GT, der Beach Clash Major war am Ende ein GT. Heißt, diese ganzen Turniere, die eigentlich als Major ausgelegt sind, werden gar nicht voll. Ja, boah, ich glaube, das hat irgendwie viele Gründe. Das kommt mir schon das ganze Jahr über so ein bisschen komisch vor. Wir haben so 2, 3 Events, die irgendwie super schnell voll sind. Und grundsätzlich haben wir dieses Jahr sehr viele große Turniere. Also wenn du willst, kannst du jeden Monat so auf 1, 2 große Turniere gehen. Irgendwie GT, Major, Super Major. Aber wenn man sich mal so in T3 ein bisschen umguckt und sich die Turniere anmeldet, und ich habe das schon letztes Jahr mich auf fast jedem Turnier angemeldet und du ja, glaube ich, auch, dass da echt Schwierigkeiten haben, anscheinend die voll zu kriegen, weil man denkt sich so, ja, da melden sich noch bestimmt genug Leute kurz vorher an, aber so richtig passiert das ja nicht. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie Ja. ein Überangebot ist, ob den Leuten das zu teuer ist, so oft auf große Turniere zu gehen, weil man hat ja schon oft dieselben Leute auf großen Turnieren. Vielleicht eine Mischung aus allem. Ja, ich sag mal, die Turniere, so diese etablierten Turniere, gerade jetzt so im Frühjahr, die sind ja auch alle voll geworden. So, jetzt lass es mal
lass es mal dann dementsprechend diese klassischen 10% sagen, ab kurz vorher und droppen nochmal Dinger sein. Aber in Hamburg hatten wir über 100 Leute. Der NRW Cup war auch fast 100 Leute dafür, dass es halt unter der Woche war. Leoben war über 200 Leute. German Super Major war über 200 Leute. Münsterland Major waren wir über 100 Leute. Heißt also prinzipiell ja, aber ich gebe dir recht, dass jetzt zum Beispiel bei mir war es jetzt mit dem Beach Clash. Ich hatte jetzt irgendwie wieder eigentlich Bock zu zocken. Aber dann guckst du halt, boah, das sind halt irgendwie 6, 7 Stunden Fahrt dahin. Ja, und dann siehst du, und das ist nicht voll, ne? Und du denkst dir so, boah, ja, ey, das sind dann vielleicht 50, wenn es dann halt hochkommt. Ja, und dann guckst du und sagst, boah, ja, das kriege ich halt auch eine Stunde von mir entfernt in Bedburg. Die machen bloß halt keine große Werbung, dass sie Major oder was sind, sondern machen das dann als GT. Also das ist halt, ja, dann brauche ich den Aufwand halt nicht machen, weil dann fahre ich halt dahin oder beziehungsweise da kommt im September noch ein GT und da kommt im Dezember noch ein GT. Ja, und dann überlegst du, ob du dann 200, 300 Euro ausgeben willst, um dann irgendwie weit wegzufahren und dann machst du es irgendwie nicht. Dazu kommt dann vielleicht auch noch gerade das Thema, ja, ist halt gutes Wetter. Da kannst du halt auch was anderes machen, ne? So, chillst halt im Garten oder Ja, sonstige Sachen, ne? also klar, jetzt gerade sind Sommerferien, da fahren auch viele irgendwie mit Family in Urlaub, ne? Das heißt, das ist dann grundsätzlich schon mal schwieriger, da für sich selber oder vor der Family irgendwie ein ganzes Wochenende einzuplanen, wo du zwischen 200 und 400 Euro ausgibst. Ähm, aber ich glaube auch irgendwie so, das Problem ist die Masse einfach, weil letztes Jahr hatte ich mein erstes Turnierjahr. So, das war das erste Jahr, wo ich jemals auf Turniere gefahren bin und da habe ich so gut wie alles mitgenommen. Wir sind nach Bayern gefahren, wir sind nach Berlin gefahren, also wirklich große Touren mitgemacht. Und das sind jetzt alles Turniere, wo ich oder du ja auch dieses Jahr sagen, boah, nee, jetzt nochmal da 6, 7 Stunden hinfahren. War ein schönes Turnier, aber es gibt ja auch noch andere Turniere, wo man hingehen kann. Das ist schon mal so ein Grund, warum vielleicht einige Turniere nicht so voll werden. Weil wenn man sich jetzt mal das Beach Slash anguckt, das ist halt sehr weit im Norden und der Hauptteil oder der größte Teil der kompetitiven Szene ist ja eher so in Westdeutschland. Ja, Berlin hast Das, du noch ein paar, ne? ja, aber ich sag mal jetzt so von der breiten Masse. Ne? Also Westdeutschland kriegt ja schon die Turniere in der Regel immer ganz gut voll, sei es jetzt auch RTTs oder sonstiges, auch größere RTTs. Das heißt, es ist halt immer schon echt ein weiter Trip, den man da macht. Und wenn man das jetzt 10-mal im Jahr macht, dann bist du halt mal entspannt 3.000, 4.000 Euro los. Und das ist halt schon ein großer Batzen Geld. Und Ja. jetzt von mir aus, vielleicht ist das auch ein bisschen kontrovers, aber ich habe ja Warhammer mit TTS oder durch TTS kennengelernt. Und wenn mir jetzt einer sagt, mach ein 5-Runden-Turnier im Internet mit 60 Leuten oder fahr bis nach Berlin und mach dann ein 5-Runden-Turnier mit 50 Leuten oder nach, was weiß ich, irgendwo im Norden, da würde ich tatsächlich TTS vorziehen. Also klar, ich spiele super gerne an der Platte, aber ich spiele auch super gerne in TTS. So, und es gibt immer mehr TTS-Turniere. Jetzt gibt es das Bedburger Team-Turnier, dann Bedburg macht seine eigene Reihe auf, dann das Warhammer noch die ganze Zeit. Das heißt, diese kleinen Turniere, ja, die kann man auch einfach über TTS spielen, sag ich mal. Ähm, und dann sind vielleicht Ja, ist wirklich nur noch schon, diese ganz großen so ein Magnet, ne? ja, also ist schon ein bisschen traurig, also nicht traurig, aber prinzipiell macht es mir schon mehr Spaß, auf Turniere zu fahren als TTS, ne? Also ich mache die TTS-Turniere auch mit, aber eher so zum Spaß an der Sache. So, und die Turniere spiele ich dann wirklich eher, das sehe ich dann eher als das kompetitive Thema. Aber wenn du dann halt, ja, da bin ich dann momentan auch so, dass ich sage, ey, da halte ich mich dann lieber an die etablierten Sachen, also so wie wenn ich sage, boah, lass mal Pizza oder Döner bestellen. Da bestellt man immer da die Pizza und den Döner, wo man weiß, was man kriegt und dass es auch gut schmeckt. So, und ja, da bin ich dann zum Beispiel so Münsterland Major, ey, 1A Turnier, ne? Stunde von uns zu fahren.
Und das gibt es dann dieses Jahr insgesamt noch, einmal hatten wir schon, einmal kommt noch, heißt, da machst du 2 Slots dann schon vielleicht damit fest. Dann hast du den NRW Cup, ne, ey, auch 1,5 Stunden von uns, auch super organisiertes Turnier. So, das ist dann auch irgendwie so gebucht. So, und dann hast du dann noch die German Major Series Reihe, wo du sagst, ja, ey, okay, da fährst du dann halt deine 2, 3 Stunden. Ob es jetzt nach Braunschweig ist oder nach Hamburg, aber du weißt auch, was du bekommst für dein Geld. Bedburg, jo, kleines GT, aber auch nur 1 Stunde von uns. Ja. So, und dann hast du die ganz großen, die dann noch sind Firebug, Raccoon Rumble und HO. So, wo du sagst, ja gut, wenn du jetzt Punkte sammeln willst und so, dann musst du diese ganz großen Dinger schon mitmachen. Ja, und wenn du das dann alles zusammenzählt, bist du schon bei deinen mehr als 10 Turnieren. Und dann hast du jeden Monat ein großes Turnier, ne? So, und dann fragst du dich halt, ja, warum soll ich jetzt auf ein Turnier fahren, wo ich nicht genau weiß, ob das etabliert ist oder nicht? Ja, ist manchmal dann ein bisschen schwierig. Vielleicht auch nicht ganz fair den neuen Reihen gegenüber. Aber ja, ist halt irgendwie jetzt aktuell so. Ja, Ne? ich glaube, es ist einfach bei jedem nochmal so ein bisschen anderer Grund, warum, wieso, weshalb man sich auf Turniere anmeldet oder nicht. Es gibt da ja einmal okay, ich will einen schönen Tag mit den Leuten da haben. Dann gibt's die Leute, ey, ich will mal auf ein Turnier fahren, mir das mal angucken. Und ich glaube, jetzt, das ist so meine Wahrnehmung und mich betrifft es auch so ein bisschen. Also mir macht Warhammer super viel Spaß. Ich habe super viele korrekte Leute dadurch kennengelernt. Aber hauptsächlich spiele ich Warhammer wegen dem kompetitiven Faktor, weil ich habe 20 Jahre PC gespielt, immer kompetitiv. Das hat mir immer super was gegeben. Und wenn ich das nicht hätte, wüsste ich jetzt nicht, ob ich so Bier und Brezel Warhammer wirklich fühlen würde. So mal als Ausgleich ja, aber ich brauche einfach dieses Kompetitive und diese Ranglisten und so weiter, die sind schon wichtig dafür. Und meine Generation und die Generation, die jetzt noch darunter ist, die ist halt einfach über Computerspiele damit groß geworden. Egal welches Spiel, es gibt immer Ranglisten, es ist immer kompetitiv, man pusht sich dahin hochzukommen. Und dann sind manchmal halt auch so Turniere dabei, wo man dann sagt so, boah, so richtig kompetitiv bringt mir das gerade nichts. Und dafür ist dann der Aufwand zu groß, ne? Und der Ja, Preis. das ist ein guter Punkt, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, das wird jetzt, also das ist ja dann wieder jetzt hochpolitisch, aber wenn man sich überlegt, bei mir ist es jetzt gerade, ich bin in so einem awkward Spot, ich habe mein schlechtestes Turnier, hat 70 Punkte, heißt also, auf dem ATT zu fahren, bringt mir ranglistentechnisch gar nichts mehr. Und bei einem GT muss es rein theoretisch schon ein größeres sein, damit es dann auch Sinn macht. Also, weil sonst fährst du, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich fahre zum Beach Clash, wie gesagt, ey, das war ja, alle, die von uns da waren, haben auch davon geschwärmt. Ne? Wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass Ey, der das Beach, Turnier aber soll das war mega jetzt, gewesen sein, ne? genau. Also davon So, aber mal. jetzt einfach nur beispielhaft ein Turnier, was jetzt halt 7 Stunden entfernt ist, da sind dann halt 50 Leute. Heißt, du fährst dahin und vielleicht hast du dann ein bisschen schlechteren Tag und dann bist du halt 7 Stunden hingefahren und es hat sich überhaupt nicht gelohnt. So, man kann jetzt natürlich mal einfach hinterfragen, ist das so richtig, dass die Größe des Turniers die Punkte bestimmt? Weil am Ende des Tages machst du immer nur deine 5 Runden. Und bei einem kleinen Turnier, also es ändert halt nichts. Wenn du ein großes Turnier hast, kannst du vielleicht den guten Spielern eher aus dem Weg gehen, als bei einem kleinen Turnier. Ich erinnere mich dann letztes Jahr an den Bamble und Bolter, wo wir da nochmal am Ende des Jahres hingefahren sind mit 8 Leuten von Zugzwang und wir waren dann da irgendwie, weiß ich nicht, 36 Spieler oder sowas. Das war halt ein brutales Turnier gewesen. So, vielleicht müsste man, so, aber das ist sowas, was meine Meinung ist, dass es halt die Turniere auf Grundlage der Leute, die da sind, einen Faktor geben müsste. Heißt also, umso besser das Turnier besetzt ist, umso mehr Punkte gibt es dafür. Dann würden nämlich auch kleine Turniere, die gut besetzt sind, viel interessanter werden, da auch vielleicht mal hinzufahren. Wenn du jetzt sagst, ey, wir fahren zum Beach Clash und da war jetzt ein Malte, da war ein Fred, da war ein Frog, da war Ben,
Da war Simon, heißt also alles Topspieler. Und auch noch ein Ey, paar und dafür andere, würdest du dann mehr Punkte bekommen. Ja klar, da war noch mehr. Heißt, da war eine hohe Dichte an guten Spielern. So, und dann würdest du dafür mehr Punkte bekommen. Würde super interessant machen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem German Super Major, wo, sagen wir, letztes Jahr 300 plus Leute waren, wo du dann halt bis Runde 5 ungeschlagen gehen konntest, ohne dass du gegen einen guten Spieler gespielt hast. Hast aber super viele Punkte dafür gekriegt, ne? Ja. Also grundsätzlich ist das ja schon ein kontroverses Thema. Und ich möchte da nur beisagen, ich finde, jeder ist dazu berechtigt, seine vollkommen eigenen Motivationen dahinter zu haben, Warhammer zu spielen. So, und ob man jetzt sagt, es geht nur um den Spaß an der Sache, das ist der einzig richtige Weg, oder es geht nur um die Punkte, das ist der einzig richtige Weg, das ist jedem komplett selbst überlassen. Und für mich ist das immer so ein bisschen so ein Mittelding. Ja, zum Beispiel RTTs, wie du schon sagtest, von den Punkten her bringt mir das nichts. Aber zum Beispiel so ein RTT in Oberhausen würde ich halt immer mitmachen, weil ich mag die Leute da, die Abende sind mega geil. Da geht's dann für mich einfach darum, ich fahre da hin, um mit den Leuten da zu chillen. Ja, und dann gibt's halt auch wieder schön Hobbytag Turniere. haben. Genau, und dann gibt's halt Turniere, wo ich tatsächlich hinfahre, weil ich da die Punkte tatsächlich auch machen will. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. Ja, und da ist es halt wirklich für Leute, die auch auf die Punkte achten oder Punkte gucken, sind manche Turniere dann preis-leistungstechnisch echt nicht so appealing. Ne? Aber da würde ich eher sagen, okay, an sich kannst du niemals den Spieler für irgendeine Einstellung flamen. Du musst halt immer gucken, was kann der Macher des Spiels oder die Rangliste des Spiels anders machen. Ich kann das nur so einen Vergleich ziehen zu, ich habe ja ewig lange World of Warcraft gespielt. Da gibt es so eine Internetseite, die auch Ranglisten erstellt. Und alle, also 99% der Spieler spielen nur nach dieser Rangliste. Und da ist halt dann die Frage so, ne, kann nicht die Rangliste etwas ändern, um das für Spieler interessanter zu machen? Und dazu ja gerade schon angesagt, dass man vielleicht auch kleinere Turniere besser bewertet, auch RTTs anhand der Leute, die dann halt da sind. Ne? Weil klar, du kannst ein 12-Spieler-Turnier spielen, wie die German Finals, was wahrscheinlich das kompetitivste Turnier in Deutschland ist, was aber grundsätzlich, also klar, ist Finale, da gibt's keine Punkte, aber angenommen, das wäre ein RTT, da kriegst du dann halt deine 50 Punkte. Oder du fährst halt auf den German Super Major, wo du, wenn du Glück hast, gegen 5 nicht so starke Spieler spielst und dann halt super viele Punkte absahnst. Ja, und so ein bisschen, also ich mache mir da nichts vor, mir ist das schon wichtig, wie am Ende ranglistenmäßig ich dann dastehe. Ne? Ich will mich halt weiter verbessern. Und das ist momentan die einzige Matrix, wo ich sagen kann, okay, da kann ich drauf gucken und kann gucken, okay, habe ich mich verbessert. Ne? So, was anderes gibt's halt einfach nicht. Ich meine, woher soll ich sonst den Vergleich ziehen? Klar, ich gewinne mal gegen auch bessere Leute, aber warum sind denn das die besseren Leute? Ja, weil sie davor die Jahre in den Ranglisten weit oben waren. Und wie kommt man da hoch, indem man viele Spiele gewinnt? Ja, klar, gibt's da den richtigen Weg? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so eine Rangliste hat schon einen gewissen, wenn die einen Einfluss hat oder wenn die eine gewisse Bekanntheit hat und anerkannt ist, dann hat die schon einen Steuerungsmechanismus. Heißt, du kannst damit im Endeffekt beeinflussen, wie Turniere veranstaltet werden. Also ich weiß, dass, glaube ich, Fred das probiert so neutral wie möglich zu halten. Ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen anderer Meinung, wie man das noch gestalten könnte. Aber wie gesagt, ist nicht meine Rangliste. Ich muss mich danach richten, was die vorgeben. Aber ich weiß nicht, wie man es umsetzen soll, weil es ist halt schwierig, weil du halt immer dann, wenn du sagst, du gibst rein theoretisch zum Turnier ein Ranking,
ist das halt immer aus der Nachbetrachtung. Aber meiner Meinung nach müsste das eigentlich funktionieren. Keine Ahnung, vielleicht kann der Herald damit ja auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal nochmal aufbauen. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall interessant. Aber um mal zum Thema Sommerloch zurückzukommen, das ist ja, glaube ich, nicht der einzige Grund, warum aktuell die Turniere so leer sind. Wir haben, glaube ich, noch 2 Sachen, die das stark beeinflussen. Das eine Thema ist, du hast aktuell keine Top-Spieler, die wirklich sozusagen da das Zugpferd machen, weil viele sich davon auf die WTC vorbereiten. Ja. Sehen wir bei Zugzwang, ne? Also Zugzwang-Server ist super aktiv aktuell. Aber eher mit dem, man steckt zusammen, die Köpfe zusammen, überlegt, ey, was bedeutet das, wie geht das, wie sieht das aus? Es wird eigentlich nur noch über WTC gesprochen. Einerseits die Spieler, die sich darauf vorbereiten müssen und dann natürlich die anderen, die probieren in irgendeiner Form noch einen Input damit reinzugeben. Also die fallen schon mal aus dem kompetitiven Bereich aktuell so ein bisschen raus. Und dann hast du noch das Thema, und das natürlich beschäftigt das auch die WTC-Spieler, aber es ist ja alle Jahre wieder vorm Sommer, sagt GW, wir bringen mal was ganz Tolles Neues raus. So, und dann kommt das so ungebalanced in die WTC-Vorbereitung rein und alle Turniere, weil die WTC dann mit sich selber beschäftigt ist, hast du dann natürlich auch nicht so richtig den Faktencheck und jetzt hast du diese Challenger-Karten, die das alles irgendwie ein bisschen durcheinander wirbeln. Und ja, da hattest du heute auch mal so einen Artikel dazu nochmal geteilt von Goonhammer. Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, worum es da ging, was bei diesen Challenger-Karten und deiner Meinung nach auch das Problem damit ist? Ja, also, wir machen es mal chronologisch. Wir quatschen jetzt zuerst mal so ein bisschen über diese Änderungen, die GW jetzt mit dem Halbjahres- oder Jahrespatch mehr oder weniger Update bringt, immer die neuen Missionen. Und diese Challenger-Karten, Gummenhammer hatte da jetzt einen Artikel und das war ja das, was ich schon so bei allen Spielen, die ich jetzt gemacht habe, und das waren jetzt so seit den neuen vielleicht 30 Spiele oder so, dass in manchen Spielen diese Challenger-Karten so ein bisschen zu viel Spad-Momenten führen oder fast in jedem Spiel. Also die Challenger-Karten entscheiden nicht jedes Spiel, aber in jedem Spiel entscheiden sie, was ich tue. Weil wenn ich Second gehe, ist das so ein bisschen wie bei Purge the Foe. Der Gegner legt immer vor und ich weiß, okay, ich kann jetzt die oder die Sache scoren, damit der Gegner diese Challenger-Card nicht bekommt. Und wenn du anfängst, hast du diesen Luxus nicht unbedingt. Und Gunhammer hat das jetzt mal aufgeschlüsselt mit irgendwie 30.000 Spielen durch die App. Und da war es so, dass die Going First Winrate ungefähr bei 46% über fast alle Missionen verteilt ist. Und das ist schon ein bisschen viel und das bestätigt auch so ein bisschen mein Bauchgefühl, was ich über meine Testspiele hatte, dass wenn man Second geht und gerade in der letzten Runde dann nochmal Primary am Ende des Spiels scoren kann, dass man sich mal ein bisschen gemütlich zurücklehnen kann in Turn 3 und 4, sich eher darauf fokussieren kann, die Einheiten des Gegners zu töten, anstatt wirklich zu punkten, weil man weiß, okay, Turn 3 punkte ich jetzt halt nicht so viel, ich kill super viel vom Gegner, dann kriege ich Turn 4 eine Challenger-Card, Turn 5 eine Challenger-Card. Das gleicht einmal Primary aus. Das heißt, ist mir scheißegal, ob der da jetzt noch auf dem Marker steht oder nicht. Ich töte einfach so viel, wie es geht. Und am Ende des Spiels kannst du dann halt meistens irgendwie 15 Punkte Primary, nochmal zwischen 5 und 11 Punkten Secondary plus nochmal 4 Punkte. Und dann bist du so ein bisschen in dieser, so wie es davor war mit dem, wie hieß das System davor nochmal mit dem 20 Punkten am Ende des Spiels? Gambit. Nee, nicht Gambit. Das, was danach kam. Ja, Bei Secret Pariah Mission. Nexus. Secret Mission. Und da kommt das so ein bisschen in dieses Secret Mission-Gefilde rein, wo man, wenn man First geht, irgendwie 20 Punkte Vorsprung hat im letzten Turn und auf einmal verliert man doch. Und das ist schon krasses Feels bad.
Also ich hatte jetzt auch viele Spiele mit diesen Challenger-Karten gemacht. Ich persönlich, bei mir kamen die jetzt gar nicht so oft vor. Also in unseren ersten 2, 3 Spielen, da fand ich schon, dass das so, dass da oft welche aufkamen. Danach war es bei mir gar nicht mehr ganz so viel. Ich finde auch jetzt 46%, also das war ja über alle Primary Missions war es ja immer so ungefähr 46, Ja. 47, 44. Also du hast schon da so überall gesehen, dass der Going Second zu einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass du gewinnst. Aber ich Ungefähr persönlich 8% fand, höhere Wahrscheinlichkeit. ja, klar. Ja. Aber wenn ich das so sehe, ist es halt nur 4% von den 50% entfernt. So, wo ich dann sage, boah, ja, es ist so, aber ist das signifikant? Weiß ich nicht unbedingt. Ich tue mir auch immer ein bisschen schwer bei diesen Goonhammer-Artikeln, weil das halt nicht auf Turnierspiele gesehen wird, sondern weil das halt alle sind. Heißt, jeder Casual, der die App benutzt, auch wenn die App nicht richtig gefüllt wird oder man nur einfach zusammenklickt, du hast dann auch das Problem, was ich zum Beispiel manchmal habe, da habe ich es einfach in der App so nur nachgetragen. Heißt, ich klicke da nur kurz rein, hier einmal Primary gescored, da nicht Primary gescored, damit ich den Win sozusagen in der App drin habe. Und damit verfälsche ich ja die Daten auch komplett. So, heißt also, ich finde, also ich sehe das, aber ich finde das schwierig, auf die Datenlage zu gehen. Ja, wie akkurat jetzt die Daten sind, klar, ist das nicht super akkurat, aber mein Bauchgefühl war vorher schon so, dass Going Second noch mal einen Ticken besser geworden ist und ich hätte erwartet, dass es noch mehr ist und diese 46% geben meinem Bauchgefühl auf jeden Fall recht. Und jetzt von höherklassigeren Matches, weil ich habe auch gegen ein paar richtig gute Leute gezockt, da ist diese Challenger Kartensituation halt schon, dass sie jedes Spiel beeinflusst. Ne? Also man guckt halt wirklich, score ich das jetzt wirklich oder nicht? Und das fühlt sich einfach falsch an. Es fühlt sich falsch an zu sagen, ich laufe jetzt mal nicht auf den Marker, weil ich bin Second und dann kriege ich die Challenger und im Endeffekt ist es dann nur 2 Punkte, die ich nicht mache, aber mit Glück kriege ich noch Advance und Charge und whatever. So, es fühlt sich einfach nicht natural an. So, und finde ich ich habe auch ja krass bei damals. so Sachen wie Sabotage zum Beispiel. So, heißt, die Runde fängt an, du hast Sabotage noch nicht gescored, du bist also hinten, kriegst eine Challenger-Card, scorest dann Sabotage am Ende des Zugs vom Gegners, fängst an, kriegst noch eine Challenger-Karte und bist dann vielleicht sogar noch so, dass du sagen kannst, ja, jetzt score ich auch noch. Also ja, ich sehe den Punkt da. Ist auch ein bisschen unnatürlich, dass du sagst, boah, ja, ich kann jetzt hier zweimal Cleanse scoren, aber ich score es dann lieber nur einmal, weil, boah, bei 5 Punkten und dann habe ich jetzt nebenbei hier noch Engage oder was, so, und dann bin ich schon bei 8, so, der Gegner könnte vielleicht nur 2 Punkte scoren oder nur 1 Punkt oder gar nicht und dann kriegt er schon direkt eine Challenger-Karte, dann lasse ich das mal lieber, gehe nur mit 5 Punkten in meine zweite Runde, score das andere am besten gar nicht. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Also eigentlich willst du ja sagen, also logisch wäre ja zu sagen, ey, wir scoren so viel wie möglich und der am Ende am meisten gescored hat, hat dann halt gewonnen. Genau. Und das hast du jetzt nicht mehr. Jetzt hast du einfach, wer scored zur richtigen Zeit die Punkte. Es fühlt sich halt nicht wie diese Catch-up-Mechanik an, die es sein sollte. Und ich habe schon ganz am Anfang eine Idee reingebracht, wie ich es viel besser finden würde. Einige sagen ja, gib diese Karte erst ab 10 Punkten Differential oder. Also meines Erachtens sollten einfach diese Challenger-Karten in Secondary mit reingehen. Derjenige, der zurückliegt, meinetwegen mit 6 Punkten, kann kostenlos eine Secondary abschmeißen, die er vielleicht nicht scoren kann und sich dafür eine Challenger-Karte nehmen. Kostenlos. Weil dadurch hast du die Möglichkeit, eventuell Punkte zu machen. Du behältst dein CP und das ist wirklich das, was wichtig ist, wenn du zurückliegst. So. Das würde wäre dann so eine vieles. Catch-up-Mechanik, ne? Ja, genau, das wäre eine Catch-up-Mechanik. Ich kann eine Sache nicht scoren und dafür kriege ich was ich halt einfach scoren kann. Ja, du kannst halt auch nicht überscoren. Du kannst nicht diese, okay, 15 Punkte Primary, 10 Punkte Secondary, 3 Punkte das, sondern nee, dann sind es halt 5 Punkte vom Secondary halt weg. So. Ja, man muss halt sagen, diese Challenger-Cards sind auch super einfach zu scoren. Also
Also du machst das ja in der Regel, du musst dich kaum dafür anstrengen, um das zu tun. Das passiert so nebenbei. So, steh auf dem Marker, Ja. du kriegst einen Punkt. So, du hast jetzt irgendwo einen rumstehen, der muss eine Aktion machen. So, ja. Bei manchen Sachen tue ich mir mit Grey Knights, da kommen wir jetzt ja auch noch gleich zu, warum ich mir damit schwer getan habe. Dieses Thema, was du ja gerade schon angesprochen hast, mit den Challenger-Karten, hat meiner Meinung nach das Spiel ein bisschen in die Richtung gedreht. Macht den Gegner einfach kaputt, dann kann er auch nicht mehr scoren. So, wenn der Gegner kaputt ist, dann macht er keine Punkte und dann ist es scheißegal, ob der nochmal, dann ist es egal, ob der am Ende nochmal da im Nachzug oder sonstiges noch Challenger-Karten hat und so, ist egal. Wer keine Units hat, kann nicht scoren. Und aus dem Grund ist das so, dass ich meiner Meinung nach viele kleine Units aus dem Spiel verschwunden sind, die sonst so rumgelaufen sind und Action gemacht haben. Jetzt hast du in der Regel dann nur noch billige Units als Move-Block oder sowas. Ja. Oder um irgendjemanden irgendwo einzujailen, aber nicht mehr hier, ich brauche dafür, damit der hier Containment machen kann und der da Containment. Das gibt's ja auch gar nicht mehr in dem Sinne. Ja, du willst auch gar nicht so wirklich viel Primary denyen, ne? Also alleine jetzt in der klassischen Votanliste sind einfach so 10 Warrior verschwunden, weil nee, wofür? So, Containment ist raus, sagst du schon, auf die Marker latschen und dem 5 Punkte Marker wegnehmen, aber dafür gibt's ihm eine Challenger-Card. Ja, was deniest du denn dann? Ja, 2 Punkte. Ja, dafür lohnt sich die Einheit und halt nicht. Ja, dann nehme ich lieber was dann mit. halt die Unit, ne? Ja, dann nehme ich Und das lieber hast was du jetzt mit, auch was bei Grey Knights gesehen, also die letzten Listen, die ich gespielt habe, waren dann Canis Rex, 5 NDKs, 6 NDKs, noch eine Sache, die auf dem Homemarker steht und dann vielleicht nochmal, ja, weil du halt ein paar Awkward-Punkte über hast, nochmal irgendwas, was irgendwo hinläuft. Und dann hast du so gespielt nach dem Motto, ja, alles klar, jetzt mache ich Go-Turn, schieb alles raus, dann würfeln wir mal, entweder töte ich dich oder du tötest mich in der nächsten Runde und dann ist das Spiel vorbei. Ja, und dazu kommt natürlich die weitere Änderung, die GW jetzt über den Sommer reingebracht hat. Und ich meine, jeder von uns hat, denke ich mal, schon seine Erfahrungen damit gemacht und das sind halt die Night Changes. Ne? Ja, wild. Und da kommen wir dann zu dem Thema, Familie Gottschalk hat jetzt auch einen Meta-Hopper. Sad, es ist passiert, Leute. Ich glaube, wir haben einen Imperial Knight Spieler hier im Stream. Ja, gut. Was soll's. Nee, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich habe ja Grey Knights, die waren ja vor ungefähr 1,5 Jahren hatten die ja schon mal Canis Rex mit in den Listen gehabt. Heißt, damals hatte ich mir auch mal einen Canis Rex geholt, habe den aber dann nie gespielt, weil ich habe den viel zu spät geholt und dann war alles schon teurer geworden, dann konnte ich nicht mehr spielen. Und ich hatte noch aus der 9. Edition, hatte ich auch noch irgendwie ein paar Helverings hier rumstehen. So, und wenn du dann guckst, jetzt zum Beispiel Louis Salzburg, ja, wie viele Modelle brauchst du? Du brauchst 4 Helverins, 4 große und dann hast du eine Armee. Heißt also, ich habe irgendwie schon gefühlt 1/3 der Armee hier rumstehen gehabt. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, why not? Ja, also wir haben ja schon ewig darüber gesprochen, dass ich es für richtig halte, wenn wir uns grundsätzlich nochmal 1, 2 Armeen anschaffen, aber vor allen Dingen du, weil Grey Knights seit ungefähr Ende letzten Jahres schon sehr random sind. Also man kann damit gewinnen, ne? Man sieht es ja auch, Arthur hat damit auch Turnier gewonnen, aber es muss schon einiges klappen. So, und wenn das klappt, dann ist Grey Knights richtig stark. Also, wenn du die Vierer hältst, ja gut, ne, dann sind halt 6 NDKs einfach immer noch richtig stark. Aber wenn du die halt nicht hältst, dann verlierst du halt 3 NDKs und dann stehst du da und scorest keine Punkte mehr, hast keinen Schaden mehr und guckst doof aus der Röhre. Und das macht's halt immer so random und das war ja auch ein riesiger Frustfaktor bei dir auf manchen Turnieren, wo du danach gesagt hast, ey, ich habe irgendwie eigentlich ganz gut gespielt, aber es hat halt einfach nicht geklappt. In dem wichtigen Moment hat's halt einfach nicht geklappt. Und dann kam ja jetzt diese Night Changes und dass du halt schon so viel da hast. Und ich meine, du hast ja schon eine Tyrannidenarmee geholt, aber mit der, ja, bisher jetzt, die hat dich jetzt nicht so gecatcht. Und auf Knights umzuspringen ist jetzt halt kein großer Step, sag ich mal.
Und Ja. ja, ich meine, also ich finde es eher ganz gut, dass du was anderes hast, weil wir dann auch mal was anderes spielen können, weil wir seit 1,5 Jahren Wotan gegen Grey Knight spielen und dir hängt Wotan aus dem Hals, mir hängt Grey Knights aus dem Hals. Von daher alleine deswegen finde ich schon ganz gut, dass du mal was anderes hast. Ja, außerdem, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen ergeben. Wir beide spielen ja auch TNT-Liga. Da spielen wir ja für Imperium Rura. Grüße gehen raus an alle unsere Rura-Kollegen. So, und da war halt auch die Überlegung, was spielen wir jetzt eigentlich? Und ja, bei Grey Knights, also klar, ich glaube, in der TNT-Liga, da könnte ich wahrscheinlich auch Grey Knights spielen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal WTC jetzt gerade guckt, und das war für mich auch so eine Bestätigung zu sagen, ich lasse die Grey Knights jetzt mal, vielleicht einfach mal im Schrank, bis der Codex rauskommt. Da ist kein einziges Team aus dem ersten Seed hat Grey Knights dabei. Über alle Teams sind, glaube ich, 3 oder 4 Grey Knights dabei. Ich glaube 3. 3 Grey Knights, 2 spielen davon Teleport, Strike Force, einer Warpbane. Und da sagst du, ja, ey, das ist einfach für Teams so weit weg momentan. Also du kannst es nicht gegen Knight spielen, jetzt auch nicht gegen die Großen. Du hast Probleme mit Death Guard. Natürlich, wenn viele Knights im Meta sind, dann spielen die Leute auch Anti-Tank. Und wenn du dann eigentlich deine Armee auch nur aus Tanks besteht, die aber alle nur 8er Toughness haben, ja, ey, das ist so Selbstgeißelung vor dem Herrn. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mach das jetzt. Hab mir da ein paar Atropos zusammengedruckt. Beziehungsweise bin dabei und jetzt mal gucken. Vielleicht spiele ich sie ja auch im Endeffekt nur auf der TNT-Liga. Vielleicht werden die schon Ende Juli wieder eingefangen, die Knights. Und in Krefeld kann man die schon gar nicht mehr spielen. Aber ich sage mir ganz ehrlich, ich bin ja auch kein Maler und auch kein richtiger Bastler. Und ich habe da auch eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, und das sind jetzt irgendwie 3 Modelle, die ich basteln muss. Und das kriege ich auch noch gerade so hin. So. Von daher mal versuchen. Ja, deine Malkünste sind wirklich belastend. Wo ich damals meine Armee gebaut habe, hat Dennis mir ein bisschen geholfen beim Malen. Und ich habe immer geflucht. Ich habe immer geflucht, dass überall kahle Stellen waren und ging gar nicht. Ja, ohne mich wärst du nie fertig geworden. Das So auch. ist nun mal so. Das auch. Naja, auf jeden Fall, jetzt hast du diese Knights rumlaufen. So was das Problem an diesen Knights. Louis hat damit ja schon das Domination gewonnen gehabt. Das waren ja Chaos Knights. Heißt also, die sind alle, haben Toughness verloren. Also, wir verraten jetzt hier keine Geheimnisse. Das ist im Endeffekt, ja, weiß, glaube ich, jetzt schon, wird in China schon auf der Tretgeige gespielt. Toughness runter, Leben hoch. Punkte runter. Und das Punkte runter, das ist das, was so relevant war, weil dadurch konntest du auf einmal einen großen Knight mehr reinnehmen, als du es vorher konntest. So ein Canis Rex ist, glaube ich, um 70 Punkte oder was runtergegangen. Und wenn du das dann mal über die ganze Armee siehst, ist das schon richtig krass. Und die verlieren halt kaum an Toughness, also ich meine in Toughness Haltbarkeit, weil die halt diese Leben drauf gekriegt haben. Heißt, für das, was die jetzt mehr verwundet werden, dafür haben die jetzt halt einfach mehr Leben. Und gegen, sage ich mal, Waffen, die schon niedrigere Stärke hatten, hat sich überhaupt nichts an deren Haltbarkeit geändert. Heißt also, die halten insgesamt genauso gut, wenn nicht besser, je nachdem, nach dem Waffenprofil. Aber du hast dafür dann einen mehr davon rumlaufen. Und das wird dann bei Imperial Knights dann auf die Spitze getrieben, weil die haben ja noch nicht ihren neuen Kodex gekriegt. Und da wurden nur Toughness, Punkte und Lebenspunkte angepasst. Und die haben immer noch alle ihre alten Regeln. Und ja, das führt dann halt zu so ganz abstrusen Sachen. Und dann sind wir bei diesem Killing-Meter. Heißt also, ich stelle da einfach nur 4, 5 große auf, nehme noch so 3 bis 4 kleine mit, vielleicht auch noch mal ein paar Agents dabei, die dann halt da ein bisschen so rumlaufen und den Rest schiebst du einfach nach vorne, sagst, bup, hier bin ich habe die dicksten Knarren im Spiel, ich habe die meisten Lebenspunkte. Mit den Cerastus-Modellen habe ich auch noch ein Invul, heißt also, ich kann auch noch das Würfelspiel einfach mal gambeln. Ja, und dann gucken wir mal. Und die meisten Spiele dauern dann irgendwie 1 Stunde, 1,5 Stunden. Jesse hat ja auch Knights gespielt auf dem Fischkrieg und der hat insgesamt über die 3 Spiele 3,5 Stunden Spielzeit gehabt. Ja. Ja, so ist es momentan. Und ich habe jetzt schon von ein oder anderen Leuten gehört, dass das auch dazu beiträgt,
dass bei manchen Leuten so dieser Gang zum Turnier eher nicht gemacht wird. Ja, du hast gutes Wetter draußen, du kannst im Pool springen, du kannst grillen, du kannst auf Festivals gehen, in Urlaub fahren. Und viele Leute wollen dann halt nicht auf ein Turnier gehen, wo sie wissen, sobald ich auf einen Night-Spieler treffe, habe ich verloren. So. Und das betrifft jetzt nicht mal irgendwie die Anfänger, sondern auch die richtig, richtig guten Spieler. Die müssen ihre Listen alle anpassen, dass sie überhaupt gegen Knights bestehen können. Und das heißt nicht mal, dass sie da wirklich eine hohe Chance haben. Das macht sie dann gegen eine Liste wie eine Horde-Liste oder so komplett vulnerable. Und das macht es halt für viele Leute nicht so. Das nimmt vielen Leuten den Spaß weg, aufs Turnier zu gehen, wenn sie wissen, okay, sobald ich auf die Liste treffe, kann ich eigentlich einpacken und in eine Pause gehen, weil ich habe da überhaupt gar keine Chance. So, und das ist dann halt ein bisschen bitter, sag ich mal, wenn das so ist. Und da fängt es ja jetzt an, dass einige TOs so ein paar Hausregeln machen, wie auch zum Beispiel auf dem Beach Clash. Aber da sage ich auch immer, da muss schon was von Ja. GW kommen. Das muss halt einheitlich sein. Ja, Ich bin auch kein Freund ja, von Hausregeln. Ich bin ja auch kein Freund von dem WTC, FAQ. Ist nicht so mein Ding, wo ich sage, lass es so spielen, wie GW das halt sagt, mit allen Höhen und Tiefen, die dahinter stecken. Aber ich sag mal, die Hausregeln, die auf dem Beach Clash gemacht haben, haben mir auch nicht verhindert, dass im Endeffekt da oben die Knights halt auch rasiert haben ohne Ende. aber, Wir hatten ja aber Simon da gehabt. da waren die Knights schon weiter unten. Da haben die schon mehr Ja, verloren hat gehabt. ja nur Fred, gewonnen, ne? ne? Haben André Fischer Knights hat das Ding gewonnen? gewonnen. Ja. Hat André Fischer Knights gespielt? Ja, Chaos Knights. Okay. Dann haben wir Platz 1 plus 2 Chaos Knights. Aber trotzdem, ne, klar, da waren die genervt, sag ich mal. Ähm, aber da muss halt was Einheitliches einfach kommen. Und das sollte auch zumindest mal nach dem Sommer passieren, irgendwie nach der WTC dann spätestens oder so, keine Ahnung, damit halt diese Feels-Bad-Momente, es gibt halt Feels-Bad-Momente in einem Spiel durch eine Regel, whatever. Ja, okay, das passiert. Aber wenn du halt Feels-Bad-Spiele hast und das ist dann halt einfach ein Drittel deines gesamten Tages, ist halt scheiße. Ja, und also ich als Wotan habe da noch so ein bisschen, okay, ich kann die Knights töten, da muss halt auch ein bisschen was richtig laufen. Aber das ist eine der wenigen Armeen. Ich meine, ich gebe allen 4 großen Knights +1 Töt, +1 to Wound. Ist geil. So, aber so eine Grey Knight Armee hat das halt nicht. Ey, du Ich hatte steppst ja damit auf 6 NDKs unserem raus und bist tot. Ich hatte ja auf unserem internen, also wir haben ja jetzt Sommer auch genutzt bei Zugzwang, haben da ein internes ATT gemacht mit ein paar befreundeten Teams. Und da hatte ich auch ein Spiel gegen Knights. So, und da habe ich halt, ja, ey, es hätte klappen können, aber das ist dann halt ein Würfelspiel, ne? So, dann stehe ich da mit meinem Grandmaster und der haut zu und dann fehlt mir genau ein Damage. Ja, und der sagt dann halt, ja gut, danke, jetzt stehe ich hier mit einem Damage, du bist weg. So, und das ist halt dieses Spiel, wo du sagst, ja, entweder klappt dann halt alles oder es klappt halt gar nichts. Und ey, manche Armeen können da auch einfach nicht gegenspielen. Zum Beispiel Simon hatte das ja jetzt nach dem Beach Clash gesagt, dass er sagt, ja, ey, mit meinen Armeen, die ich so im Roster habe, der ist ja immer sehr Melee-lastig unterwegs, ob das mit Blood Angels ist, World Eaters, Emperor's Children, der ist ja immer, hat ja immer diese Armeen, die da so pushen. Und er sagt, es bringt halt einfach nichts. Und ganz ehrlich, Gott sei Dank war der von der Arbeit da oben, aber der hat halt gesagt, eigentlich hätte ich das sein lassen sollen. Das ist Dead by Draw so ungefähr. Heißt, du kriegst das Pairing und hast verloren. So, du kannst so Ja. viel Spielerskill dann mitbringen, wie du willst. Manchmal geht es dann halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, wofür dann viele sagen, nee, komm, nee, brauche ich nicht. Oder du schwimmst halt mit dem Strom, so wie ich, und sagst, ja, dann bastle ich mir halt ein paar Knights. Ja, ja, ja. So ist es. Aber ein bisschen haben wir auch noch Zeit, bis das nächste Turnier kommt. Ich meine, bei uns ist es dann jetzt so ziemlich genau in dreiviertel Monat. Ne? Da gehen wir ja aufs Genau, Krefeld. Krefeld. Äh, Ja.
Also erstmal Ist kommt es ein Major? TNT-Liga jetzt Ende des Monats. Ne? Ja, Krefeld ist ein Major. Ja. Ja. Ich glaube Ja, 160 Leute. TNT-Liga, klar, das ist nochmal was anderes, aber das ist so unser erstes Singles-Turnier wieder. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich habe jetzt wirklich einen Monat kein Warhammer angefasst. Ich habe keine Figur bemalt, ich habe kein Spiel gemacht, ich habe nichts damit gemacht. Ich habe WoW Du meinst gezockt, ich habe, physisch. ja, physisch. Ja, aber auch in TTS habe ich in diesem Monat fast gar nichts gemacht. So seit dem letzten Turnier. Und Na jetzt gut, erst so seit vor einer einer Woche, Woche, anderthalb ja, Wochen. genau, seit einer Woche war das dann wieder so, dass ich dann wieder richtig Bock bekommen habe. Und da habe ich so gemerkt, so, ey, auch mal einen Monat einfach mal überhaupt kein Warhammer spielen, ist halt eigentlich auch mal ganz geil. Also deswegen bin Ja, ich so gar nicht Detox, ne? traurig. Ja, deswegen bin ich gar nicht so traurig um dieses Sommerloch, weil ähm, ja, wenn du jede Woche auf Turniere bist oder jeden Monat, alle 2 Wochen und dann auch noch in deiner Freizeit zockst und darüber redest, dann ist mal so eine Pause halt auch nichts, wo man für sich selber sagt, oh, ich habe jetzt einen Monat nicht gespielt und habe ich jetzt das Interesse verloren oder nee, nimm einfach mal annehmen diese Pause, genießen, mal was anderes machen und dann halt mit richtig Schwung wieder zurückkommen, dass man dann auch wieder so richtig diese Leidenschaft hat. So und jetzt ist es bei mir echt so, dass ich sage, boah, ich würde jetzt mal sehr, sehr gerne wieder auf ein Turnier gehen. Ja, hatte ich auch. Ich wollte letztes Wochenende, war ich kurz davor noch spontan aufs Grotkicken zu fahren, aber da hatte ich gesehen, dass die schon voll waren und auch schon auf der Warteliste wer stand. Und dann hat das dann nicht geklappt. Aber jetzt gerade würde ich es fühlen, einfach ein ATT zu spielen, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt gerade Bock habe, einfach Jo. Sachen auszuprobieren. Ne? Ja, So ja, ohne, also einfach ATT, ey, so scheißegal, ob das nicht läuft oder ob es läuft, einfach Sachen mal ausprobieren, wir ein paar Modelle schieben. Das ist schon ganz cool. Aber gut, ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen noch basteln. Zwei Attrapos wollen noch gebaut werden. Ach ja, für alle die jetzt auch gerade auf das Nightmeter aufspringen, sei es egal ob Chaos Knights oder Imperial Knights, unter dem Link findet ihr unseren Affiliate-Link. Der bringt euch dann zur Fantasy-Welt, unserem Sponsor. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, jetzt auf Knights aufzuspringen, dann bestellt doch gerne über unseren Affiliate-Link. Das hilft uns auch ein bisschen, das hier weiterzuentwickeln. Von daher, bitte nutzt das. Würde uns sehr freuen. So, das war unser kleiner Werbeblock. Ja, aber ich muss noch bauen und ein bisschen bemalen, aber ganz ehrlich, ich denke, am Wochenende, da treffen wir uns ja auch mit ein paar Freunden von Imperium Ura, um mal ein bisschen wieder einfach zu zocken, ein bisschen zu trainieren. Vielleicht kriegen wir ja auch, das hatte ich so überlegt, ob wir mal für das Tag-Team-Turnier vielleicht mal da die beiden noch überzeugt kriegen, weil Nils und ich fahren ja auch noch. Achso, dürfen wir nicht erzählen. Nee, Doch. sonst kommt der Dustin nicht aufs Turnier, Alles ne? gut, alles gut. Das wäre noch ganz lustig. Anis und ich wollen auch mal ein bisschen wieder mal dieses Spaß am Spielen einfach so Ja, mitnehmen. ja. Wird ganz Ja, lustig. ey, ich sag mal so, das ist ja auch wirklich, das ist ja auch nur Spaß. Ich glaube, ich hoffe, du fährst, dann kann ich mir da auch ein paar Bier reinzischen und einfach zu zweit an der Platte stehen. Es geht halt um gar nichts, aber einfach halt zusammen Ja, wir da hatten ja einmal zocken hatten und wir ja ist schon schon ganz geil. mal zusammen 1000 gespielt. Das war ja auch unser Weihnachtsfeier von Imperium Ruga. Da waren wir eine ungerade Zahl, Ja. weil ja da immer kurz mitten in der Nacht irgendwie immer Leute dann noch kurzfristig ausfallen, weil wir probieren eigentlich immer so ein kleines Turnier zu organisieren. Aber irgendwann waren wir dann ungerade und dann haben Nils und ich gesagt, wir spielen einfach zusammen gegen die. Und das hat eigentlich schon super Bock gemacht. Ne? Das Ja, war, das war schon aber gut, lustig. es existiert halt nicht in der Competitive-Szene in dem Sinne. Von daher, jetzt bietet sich das mal an, von daher werden wir es mal zocken. Ja, gut, erzählen wir dann beim nächsten Mal, wie das dann wird und was wir so planen, ne? Ja. Wie wir da richtige Mongo-Moves machen. Ja gut, und dann Ja, kommt jetzt Krefeld, ne? Das wird wieder ein großes Turnier. Das ist bei uns direkt um die Ecke, was super gut ist. Heißt, du ja, kannst bei mir Stunde pennen. Wir ungefähr. fahren, genau, von mir noch nicht mal eine Stunde. Ja. Ja, ich werde da wahrscheinlich Imperial Knight spielen, wenn die Welt sich jetzt nicht komplett dreht. Wahrscheinlich nicht Grey Knights. Und da auch der Hinweis noch, es gibt noch ein Ticket zu gewinnen bei uns.
Guckt dafür mal in unser letztes Video von Niklas und Ben in dem Zugzwang-Report Nummer 5. Da findet eine Ticketverlosung statt und das Ticket wird nächste Woche dann im Zugzwang-Report Nummer 6 endgültig verlost. Also da gerne alle nochmal reinschauen und vielleicht Glück haben und ein Ticket gewinnen. Und das Gute ist, Ben darf nicht mitmachen, generell. Keiner von Zugzwang darf mitmachen, aber dass Ben nicht mitmachen darf, erhöht die Chancen für alle. Weil Ben gewinnt ja jedes Ticket bei Breaking Heads. Das ist ja schon der Run. Ich glaube auch manchmal, dass da nicht irgendwann mal der Compliance-Beauftragte von Breaking Heads kommt und sagt, hör mal, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Fairerweise muss man sagen, auch über Instagram für das für den Battle Beer Brawl. Battle Beer Brawl? Aber Bier mit der Bär, glaube ich. Nicht wie das Bier, sondern wie der Bär. Ich weiß es nicht genau. Da hat er das ja auch gewonnen. Also crazy. Der sollte einfach mehr Lotto spielen. Also die Chance war nie höher, ein Ticket zu gewinnen. Das stimmt. Die Chance war wirklich nie höher. Von daher einfach mal reinhauen. Ja, und brennt dir sonst noch was auf der Seele? Nee, das war jetzt erstmal alles das, was so die letzten Wochen passiert ist. Ich meine, jetzt schauen wir mal ungefähr einen Monat bis Krefeld. Dann machen wir vielleicht nochmal, ich denke mal so nach Krefeld setzt man sich zusammen. So viel passiert ja jetzt auch nicht bis dahin. Warhammer spielen wir jetzt gerade noch. Ne? Einfach mal ein bisschen Just for Fun. Hast du morgen Spiel, ich Donnerstag. Aber ist auch einfach ein bisschen, damit man ein bisschen drinne bleibt. Ja, prinzipiell, wenn ihr mal Vorschläge habt, also wie gesagt, unser Bro Talk kommt ja unregelmäßig, von daher könnt ihr euch nicht drauf verlassen, wann es das nächste Mal kommt. Aber wenn ihr Ideen habt für Videos, ne, wir probieren ja immer alles so drumrum zu kammern, was jetzt nicht Tierlist oder Turnierreport in dem Sinne ist. Letztes Mal hatten wir ja das Thema Selbstzweifel, beziehungsweise Fremdbild und Selbstbild. Und diesmal haben wir so ein bisschen das Sommerloch-Abriss gemacht. Also wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal quatschen sollen, immer rein in die Kommentare. Und falls ihr, wie ich, das Sommerloch genutzt habt, um euch eine neue Armee anzuschaffen oder ein neues Projekt gestartet habt, sagt uns auch gerne mal Bescheid, welche Armee ihr gestartet habt. Oder postet mal von eurem Fortschritt ein Update-Bild, ein Work-in-Progress-Bild auf unserem Discord-Channel. Bei Target Priority. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Jetzt. Von daher würde ich sagen, wir machen Feierabend für dieses Mal und hören uns Zeit dann wir hören uns in der Zukunft, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Bye, bye. Ciao. Das war's mit dieser Folge von Zugzwang. Wenn es dir gefallen hat, abonnieren, kommentieren, teilen. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns auf Instagram, YouTube und Spotify unter @Zugzwang40k.